Diese Geschichte ereignete sich an der Westküste Kanadas. Als Eric Keane an einem frühen Julimorgen im Jahr 2015 gemeinsam mit seinem Team auf einem Schiff vor der Küste Britisch-Kolumbiens unterwegs war, nahm er ein seltsames Geräusch wahr. Eric ist Walforscher und führte auf seinem Schiff eine Studie über Finnwale in diesem Gebiet durch. Die klagenden Schreie kamen vom Ufer der Andrew Rocks, von einem großen Felsvorsprung. Ein junger Orca war offensichtlich in Not geraten und war nun zwischen scharfen Felsen eingekeilt und tragte aus dem Wasser. Nach Angaben von Cheney Ray und Herman Muter von Save Our Seas rief Eric gegen 7:30 Uhr die örtliche Umweltgruppe Whalepoint an, um ihnen mitzuteilen, was er gefunden hatte. Aufgrund von Erics Beschreibungen wurde den Orca-Experten klar, was passiert sein musste. Orca-Gruppen in diesem Gebiet tun sich oft zusammen, um Robben zu jagen und zu fressen. Einige Orcas jagten die Robben zum Ufer, während andere geduldig warteten, um die Falle zu stellen. Das junge Orca-Weibchen muss sich in seine Position verschätzt haben und geriet mit der Ebbe in immer flacheres Gewässer, bis es keine Möglichkeit mehr gab, sich aus der misslichen Situation zu befreien. Sie brüllte um Hilfe und war offensichtlich verängstigt. Eric war Cheney und Herman gut bekannt und arbeitete oft mit ihnen bei ihren Forschungen zusammen. Sie waren gerade auf dem Rückweg von Hadley Bay zu ihrer Basis, als er sie auf die Notlage des jungen Orcas aufmerksam machte. Cheney und Herman wussten, dass die Zeit drängte und dass sie jede Hilfe brauchen würden, die sie bekommen konnten. Während sie also nach Norden fuhren, um sich Eric anzuschließen, kontaktierten sie auch Gitcast Guardians in Hadley Bay und Fisheries and Oceans Canada DFO, beides Meeresorganisationen, um auf die verzweifelte Lage des jungen Orcas aufmerksam zu machen. In der Zwischenzeit näherten sich Eric und seine Crew dem Orca, um zu sehen, ob sie ihm helfen konnten, von den Felsen zu kommen. Sie gingen zunächst nicht zu nah an den Orca heran, um ihn nicht zu erschrecken und zu verhindern, dass er sich bei einem Versuch zu entkommen verletzen würde. Hätten sie versucht, sie von den Felsen zu heben oder zu ziehen, hätte das schwere Verletzungen nach sich ziehen können. Denn die Felsen waren sehr spitz und scharfkantig, die ihre Haut hätten zerschneiden können. Ohnehin blutete sie ein wenig aus ihrem Brustbereich und ihrem Schwanz. Bei der Ankunft von Cheney und Herman erfuhr Eric, dass John Ford und Paul Cottrell vom DFO über Satellitentelefon Anweisungen gegeben hatten, den Orca kühl und nass zu halten, bis die Flut wieder anstieg. Dann würde sie sich selbst befreien können. Die Flut würde jedoch erst in 8 Stunden wieder ansteigen. Und so begann der Rettungsmarathon. Als sich die Menschen näherten, war der Orca offensichtlich verwirrt und verängstigt, was ihre Absichten sein konnten. In der Falle zu sitzen, sich unwohl zu fühlen und von Menschen umgeben zu sein, muss für einen jungen Wal ziemlich beängstigend gewesen sein. Ihre Atmung war schnell und flach und die Schwerkraft machte ihr offensichtlich schwer zu schaffen. Wale bringen ein so großes Gewicht auf die Waage, dass sie oftmals von ihrem eigenen Körpergewicht erdrückt werden und nicht mehr atmen können. Mithilfe einer provisorischen Wasserpumpe aus einem Schlauch und etwas Klebeband sorgten Eric und sein Team dafür, dass der Wal nicht austrocknete. Zudem drängten alle Retter Laken ins Meerwasser und legten diese vorsichtig entlang des Orca-Körpers. Während sie arbeiteten, bemerkten die Retter, dass die Schreie des Orcas leiser und seine Atmung ruhiger wurde. Es schien, als hätten die Menschen das Vertrauen des Orcas gewonnen, denn sie waren diejenigen, die sie trösteten, während ihre eigene Familie nur in der Nähe im Wasser bleiben und nach Hilfe rufen konnte. Die Retter wechselten sich ab, um das Meerwasser über den jungen Orca zu pumpen und die Laken, die ihn bedeckten, durch frisch in Wasser getauchte, kühlere Laken zu ersetzen. Sie konnten sehen, dass die Rückenflosse des Orca-Kalbs trocken wurde und benutzten daher einen Kissenbezug aus Erics Boot, um die Flosse zu befeuchten. Den ganzen Morgen über war das Wetter zum Glück grau und bedeckt gewesen. Doch als die Sonne mittags ihren Zenit erreichte, löste sich die Wolkendecke auf und die Hitze des Tages begann. Diese Wetterlage war kritisch und stellte eine große Gefahr für das Tier dar. Alle arbeiteten unermüdlich, um den Orca kühl und nass zu halten. Die Menschen kümmerten sich um den Wal, als hätte er Fieber, und tauschten die trockenen, warmen Decken gegen kühlere, feuchte aus. Die Retter konnten nicht umhin, sich vorzustellen, wie schlimm es um das junge Orca-Weibchen hätte stehen können, wenn Eric ihre Schreie nicht gehört hätte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Retter dem Orca nichts über den Kopf gestülpt, um sie nicht in Panik zu versetzen. Wenn ihr plötzlich die Sicht genommen worden wäre, hätte sie unruhig werden können. Doch die heftige Sonne machte es schließlich absolut notwendig, die zarte Haut des Orcas vor der Hitze und Trockenheit zu schützen. Jenny beschreibt, wie sie beobachtete, wie sich ein Mitglied des Teams dem Orca näherte. Er schlich sich langsam vor ihrem Kopf ins Wasser und legte ihr vorsichtig ein nasses, kühles Tuch über den Kopf, wobei er sehr darauf achtete, ihr Blasloch nicht zu verdecken. Die relativ geringe Größe des Orcas sprach für ihn. Er war vermutlich erst 8 oder 9 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung in freier Wildbahn liegt zwischen 30 und 50 Jahren. Außerdem war das Tier etwa 3 Tonnen schwer.
Das war zwar das Gewicht zweier ausgewachsener Nilpferde, doch ein ausgewachsenes Orca-Männchen kann bis zu 10 Tonnen wiegen. Wäre dieser gestrandete Orca älter und größer gewesen, wäre der Druck auf seine Lungen ebenfalls größer gewesen und er hätte vielleicht nicht bis zur nächsten Flut überlebt. Zunächst lief die Rettung reibungslos, doch dann taten sich größere Probleme auf. Die Wasserpumpe ging schließlich kaputt und es gab keine Möglichkeit, sie zu reparieren. Das Rettungsteam war gezwungen, nun noch schneller die feuchten Laken zu wechseln, um das Leben des Wales nicht zu gefährden. Doch die Menschen waren nun mehr als 7 Stunden im Einsatz und langsam am Ende ihrer Kräfte. Doch sie gaben nicht auf. Glücklicherweise begann mit dem Defekt der Pumpe das Meer wieder zu steigen. Nach insgesamt 8 anstrengenden Stunden war die Flut so weit angestiegen, dass die Retter damit beginnen konnten, den jungen Orca zu befreien. Sie entfernten die Laken von ihrem Körper und Kopf und den Kopfkissenbezug von ihrer Rückenflosse. Das Team wusste, dass die Zeit für den Orca gekommen war, das zu tun, worauf sie stundenlang hinarbeiteten, nämlich, dass er selbstständig aus seinem felsigen Gefängnis herausschwamm. Sie wollten nicht, dass ihre Anwesenheit sie dazu verleitete, es zu früh zu versuchen oder sich noch schwerer zu verletzen. Also entfernten sie sich und kletterten auf eine nahegelegene Klippe, um das Ereignis von dort zu beobachten. Alle fühlten dasselbe und wünschten ihr viel Kraft und hofften, dass sie sich selbst befreien konnte. Hatte sich die stundenlange, unermüdliche Mühe gelohnt? Der Wasserspiegel begann langsam am Körper des jungen Orcas hochzuklettern, bis er sie bedeckte. Als dies geschah, begann sie erneut zu schreien. Aber dieser Schrei schien anders zu sein. Vielleicht war es die Aufregung darüber, dass sie bald befreit werden konnte. Und doch lag sie weiter da, hob gelegentlich den Schwanz, machte aber keine Anstalten zu schwimmen. Ihre Retter machten sich langsam Sorgen. Sie fragten sich, ob etwas nicht stimmte. Vielleicht war sie schwerer verletzt, als sie gedacht hatten. Möglicherweise war sie von der langen Tortur zu erschöpft, um diesen letzten, gewaltigen Fluchtversuch zu unternehmen. Doch sie blieben geduldig und bangten weiter. Durch die Bewegung ihres Schwanzes testete die Waldame die Tiefe des Wassers. Und als sie wusste, dass es sicher war und sie keinen Schaden riskieren würde, holte sie plötzlich mit 2 gewaltigen Stößen aus. Frei von den Felsen sauste sie durch das Meer. Von ihrem Boden und den Felsen aus riefen die Retter euphorisch „Gut gemacht, Mädchen!" und jubelten vor Freude und Erleichterung, dass sie es geschafft hatten. Der junge Orca konnte nun endlich wieder zu seiner Familie schwimmen und war noch einmal mit ein paar Kratzern und einem Schock davongekommen. Lass mir für diese Geschichte gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal, weil du dann keine weiteren Videos mehr verpasst. Schau dir jetzt ein Video von einem Elch an, der zusah, wie er Baby ertrank. Was dann geschah, wird dich zum Staunen bringen. Zu dem Video kommst du rechts.